Hallo Leute, ich habe letztens auf meinem Instagram-Profil in der Story ein Foto gepostet und zwar von gebratenem Zander. Und daraufhin bekam ich einige Anfragen, wie ich denn diesen Zander so wunderschön knusprig hinbekommen habe. Und genau das wollte ich heute im Video beantworten. Ich habe hier ein wunderbares Zanderfilet, das habe ich von einem Angler geschenkt bekommen, beziehungsweise einen ganzen Zander. Aber das Filet ist jetzt noch übrig. Und das ist bereits entgrätet, geschuppt und sozusagen schon fix und fertig zum Braten geeignet. Das werde ich mir jetzt noch einschneiden. So. Die Technik ist übrigens für Fischfilets geeignet, die noch eine Haut dran haben. Fische ohne Haut oder ganze Fische, die könnt ihr ganz normal wie gewohnt braten. Aber Fische mit Haut, Fischfilets mit Haut, die könnt ihr so ganz gut braten. So, dann schneide ich mir das in 3 Stücke. Und dann geht es auch schon ans Würzen. Und zwar etwas salzen. Und pfeffern. Damit ist der Fisch schon mal so weit vorbereitet, den stelle ich beiseite. Und dann gibt es die Möglichkeit, den Zander eben in Mehl zu wenden, dass er nachher nicht in der Pfanne kleben bleibt. Ich mache mir hier immer eine Kombination. Einmal aus Paniermehl, ihr könnt auch sehr gut Panko nehmen. Das ist dieses etwas gröbere Paniermehl aus Weißbrot und ein bisschen Mehl. Und die Mischung verwende ich gleich, um meinen Fisch drin zu wenden. So, einmal grob mischen. So. Und dann kommen wir schon hinter das eigentliche Geheimnis, denn ich packe den Fisch in eine kalte Pfanne. Und zwar habe ich da einmal Olivenöl. So. Und da kommt jetzt das Fischfilet rein. Und zwar erst einmal kurz in meine Paniermehl-Mischung legen und dann in die Pfanne, in das Olivenöl. Und das Ganze auch nur auf der Hautseite. Die Fleischseite bleibt unmeliert. Und so vorbereitet stelle ich die Pfanne jetzt auf den Herd, gehe auf volle Kraft und lasse den Fisch jetzt einfach so in der Pfanne drin. Das Geheimnis dahinter ist, wenn ich den Fisch in die kalte Pfanne lege und der jetzt langsam heiß wird, dann zieht sich die Haut nicht so ruckartig zusammen, als wenn ich den Fisch in die heiße Pfanne lege. Denn die Haut ist eben sehr empfindlich und zieht sich dann zusammen. Und dadurch habe ich in dem Fisch dann so eine leichte Wölbung. Der ist am Rand dann gebraten und in der Mitte ist er leider nicht gebraten, weil er sich eben so zusammenzieht. Manche Kollegen drücken dann auch mit einer Palette drauf, dass er auflegt oder stellen einen Topf drauf. Aber all das kann man vermeiden, wenn man auf diese Art gart. Die Pfanne ist jetzt mittlerweile heiß und am Rand kann man jetzt schön erkennen, dass es so langsam eine goldbraune Farbe annimmt. Jetzt ist es wichtig, je nachdem wie dick oder dünn euer Fischfilet ist, in den meisten Fällen ist es jetzt schon fast fertig. Wenn es etwas dicker ist, dann einfach die Pfanne ein bisschen zur Seite ziehen, dass er noch einen Moment Zeit hat zum Nachgaren. Aber ansonsten im Normalfall ist der Fisch jetzt gleich schon fertig. Da die Pfanne noch heiß genug ist, schalte ich meine Hitze schon ab. Und lasse den jetzt einfach nur noch in der Pfanne so lange ziehen, bis ich merke, dass er oben schon langsam anfängt zu garen, dass er wirklich nur von der Hautseite her gart. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann nehmt den Fisch und hebt ihn mal kurz an und dann seht ihr, wie weit er gebraten ist. Und dann kommt jetzt eben noch etwas Butter dazu, je nachdem, was ihr machen wollt, oder etwas Knoblauch. Den drücke ich einfach nur kurz an. So. Und noch ein 2 Rosmarin. Den drücke ich auch kurz an. So. Und der Fisch ist immer noch auf der Hautseite. Ich drehe den erst kurz vor dem Servieren um. So, jetzt geht es ans Anrichten. Man sieht, er ist immer noch sehr glasig. Deswegen drehe ich ihn jetzt noch um und lasse ihn noch ganz kurz auf der Fleischseite ziehen, also ein bisschen angaren, und so bleibt der Fisch auch garantiert schön saftig. So. Da kommt dann noch ein bisschen Butter drüber.
und damit ist der Fisch auch schon gebraten. Wie gesagt, der ist jetzt auf der Hautseite wirklich knusprig, denn wenn die Haut nicht knusprig ist, dann schmeckt es irgendwie nicht. Dann lieber die Haut abmachen, denn wenn die noch so weich und gummig ist, dann ist es nicht wirklich lecker. Aber so ist die Haut jetzt eben wunderbar knusprig gebraten und es macht auch wirklich Spaß, die mitzuessen. So, damit sind wir am Ende des Videos. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, viel Spaß beim Kochen!